Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zum neuen Vlog für diese Woche. Ja, wie bereits zum Ende des letzten Vlogs angekündigt, liegt diese Woche einiges an. Wir fahren morgen für 2 Tage zu den Schwiegereltern. Das Auto ist in der Werkstatt, ein paar kleine Reparaturen, die Winterreifen kommen drauf und TÜV muss gemacht werden. Ja, und bei der Gelegenheit werden wir dann wahrscheinlich auch zu viert mal losziehen und ein paar Möbelhäuser abklappern und schauen, ob wir dort vielleicht unser passendes Sofa finden für die Wohnstube, damit wir da vielleicht auch schon gegebenenfalls eins kaufen und das dann, ja, meistens hat man ja so ein paar Wochen Lieferzeit, bis es dann mal da ist. Und ja, ich denke, dass es dann vor Weihnachten noch klappt, damit wir es uns da ein bisschen gemütlich machen können mit Tannebaum und so weiter und so fort. Und damit man auch vielleicht einen kleinen Anreiz hat, auch durchzuziehen und die Wohnstube fertig zu machen. Aber es ist ja noch genug anderer Kram zu erledigen. Ja. Am Mittwoch werden wir dann wahrscheinlich hier die Küchenschränke anhängen und am Donnerstag bekomme ich dann meinen Weisheitszahn gezogen. Müssen wir dann mal schauen, wie der Rest der Woche dann so wird. Also manchmal, eigentlich stecke ich das immer relativ gut weg. Solche Zahngeschichten. Und ja, ich weiß halt nur nicht jetzt so direkt ziehen und vor allen Dingen einen Weisheitszahn. Da weiß man ja, das kann von bis alles beinhalten, deswegen muss man einfach mal aussehen. Es kann dann natürlich sein, dass ich danach aussehe, als hätte ich gegen Mohammed Ali geboxt, ein paar Runden oder so, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall müssen wir nächste Woche trotzdem am Freitag und am Samstag noch ein bisschen was machen. Der Garten hinten muss unbedingt vorbereitet werden, der Beton muss raus, die Container müssen weg. Der Schrottcontainer, da muss jetzt noch der restliche Schrott noch rein, damit sich das auf jeden Fall auch gelohnt hat. Und ja, am besten die Hecke noch raus und wie auch immer. Also es ist genug zu tun. Ich hoffe, wir schaffen auf jeden Fall einen großen Teil davon. Ja, und ihr seid auf jeden Fall mit dabei, wenn ihr jetzt Lust habt. Also ihr seht ja gleich, was geworden ist. Für mich, ich weiß es noch nicht. Heute ist Sonntag. Ich gehe gleich raus und werde das Auto sauber machen. Es ist zwar relativ sauber, aber ich werde es nochmal richtig grundreinigen und das Wetter ist auch super. Das heißt, ich kann vielleicht auch mal durch die Waschstraße fahren heute und dann ist das morgen halt so richtig picobello, wenn es dann halt zur Werkstatt kommt. Ja. Naja, jetzt ist aber erstmal Frühstück und ich würde sagen, wir sehen uns dann später. Ciao. Wollen wir auch mal rausgehen, wenn wir jetzt hier gerade sind beim Garten? Ich sag, mir gefällt es so, wie es dort ist. Wir könnten die Farbe noch halten, aber ich würde den Sessel noch dazu nehmen. Die Farben. Ich werfe Schatten auf die Farben. Also, aber es macht jetzt noch unruhiger wieder. falls wir die noch mal mitnehmen oder so. Ich muss Warte mal, ich mach mal oben die Farbe.
nicht mich schieben. Und das Bild wackelig, was sowieso schon sehr wackelig ist. Puppy Maus, Puppy Maus, Puppy. Puppy Baby, kleine Puppy. Bist du fein hier? Hallo Puppy Baby. Wir können dich sehen. Ja Puppy Baby, wir stehen hier oben. Auf dem Schrank. Ja, feine Baby. Ja, feine Puppy. Ja. Wir kommen bald wieder, Puppy Maus. So Leute, da sind wir wieder. Ja, heute ist Dienstag. Sarah ist die letzten 2 Tage krank gewesen. Und ja, ich bin relativ froh, dass es jetzt noch geklappt hat, dass wir zumindest ins Möbelhaus konnten, um noch ein Sofa auszusuchen, damit es dieses Jahr vielleicht noch klappt. Und ja, generell, was das die ganze TÜV-Geschichte angeht, das hat auch nicht funktioniert. Da bin ich am Montag alleine gewesen und habe dann das Auto hingebracht und dann haben die das mal durchgeguckt und haben dann festgestellt, dass vorne im Achsbereich und so diese ganzen Aufhänger alle ausgeschlagen sind, weil ich hatte ihm gesagt, dass das Auto immer, wenn es sehr hügelig ist oder wenn ich bremse, gelegentlich mal zu irgendeiner Seite zieht. Und das liegt daran, dass das alles ausgeschlagen ist. Das muss jetzt neu gemacht werden. Das kostet pro Seite, also 2 Seiten brauchen wir, 125 €. Dazu kommt dann natürlich logischerweise noch TÜV, Achseinmessung etc. pp. Dann müssen wir noch einen Ölwechsel haben wir festgestellt. Also ja, das ist jetzt auch mal eben so eine kleine Geschichte von 820 €, die wir jetzt demnächst mal latzen müssen. Ja, aber dementsprechend hat das diese Woche nicht geklappt mit dem TÜV. Die Teile müssen erst bestellt werden und generell muss das dann noch terminlich abgestimmt werden, weil die das in der Autowerkstatt nicht selber machen, sondern weil die das abgeben an jemanden, diese Achse einzustellen und sowas. Also die bauen die Teile ein, aber die Achsvermessung und die Spureinstellung und so, das macht dann der andere, und das sind halt mehrere Terminfaktoren, die dann aufeinandertreffen, die man dann erstmal koordinieren muss. Ich gehe mal davon aus, eventuell nächste Woche. Also er sagte, entweder heute oder morgen kommen die Teile, wenn alles glatt geht. Und ja, dann wollte er sich um die Termine kümmern und wollte dann nochmal auf mich zukommen, dass wir halt dann einen Termin finden. Ja, und wie gesagt, heute Nachmittag ging Sarah dann so ein bisschen besser. Auch noch nicht jetzt wirklich 100%ig besser. Aber wir haben jetzt gedacht, wir fahren jetzt trotzdem einfach mal mit den Schwiegereltern schnell zum Möbelhaus und versuchen dort nochmal zu gucken wegen dem Sofa, weil wir sonst eigentlich auch nicht die Gelegenheit haben, in nächster Zeit dorthin zu fahren. Am Samstag ist wieder ein Geburtstag, da sind wir unterwegs. Ne? Mhm. Ja, dementsprechend ist es jetzt Dienstagabend und ich wollte euch einfach nur mal kurz dieses Update geben, weil ja bis jetzt die letzten 2 Tage nichts gefilmt wurde. Nächste schlechte Nachricht ist, ich habe nicht am Donnerstag den Termin für den Weisheitszahn zu ziehen oder für die Weisheitszähne, sondern ich habe den morgen schon um 11. Ja, das heißt, wir mussten jetzt den Plan, morgen die Küchenschränke aufzuhängen, wieder ad acta schieben und müssen jetzt schauen, dass wir, ich muss mal schauen, wie es dann wird mit den Weisheitszähnen und generell dann die nächsten Tage, wie das dann halt ist nach der OP, schmerztechnisch und wundentechnisch und so. Ja, geplant ist erstmal dann nächste Woche Dienstag geht es dann regulär im Haus weiter und alles, was ich jetzt, muss man halt gucken, was man machen kann. Ich gehe mal erstmal nicht davon aus, dass mich das Donnerstag, Freitag, Samstag und so noch großartig beeinträchtigen wird, aber man weiß es halt nie so genau. Man hört das ja von manchen Leuten dann mit Schüttelfrost und so weiter und halt Schmerzen auch und ja, das
Ich lasse es einem morgen einfach mal auf mich zukommen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass dann diese Woche nicht viel Content kommen wird. Ja, Sarah wollte noch ein bisschen was für euch machen. Also nicht, dass ihr euch jetzt wundert, dass vielleicht der Vlog ein bisschen kürzer ist diese Woche oder dass halt Sarah diese Woche mal ein bisschen mehr macht. Das liegt dann einfach daran, dass ich dann wahrscheinlich morgen nach der Zahn-OP nicht gerade in Vlog-Laune bin. Naja, gut, soweit seid ihr jetzt erstmal im Bilde. Ich melde mich dann morgen früh wieder bei euch und wir schauen dann einfach mal, wie es den Rest der Woche wird. Also bis dann, ciao! Wisst ihr, was mich nach einer monatelangen Wartezeit erreicht hat? Ein Pappkarton, genau. Nein, unter diesem Pappkarton, ich habe schon ausgepackt, aber es versteckt sich hier. Babam! Der 4. Teil der Tintenherz-Reihe, sagt euch das irgendwas? Vor allen Dingen irgendwas. Tintenherz, Tintenblut und Tintentod, glaube ich, heißen die ersten 3. Ich bin eigentlich ein Riesenfan von der Reihe, aber es ist so viele Jahre her, seitdem ich die gelesen habe. Damals habe ich die empfohlen bekommen. Das muss also irgendwann zwischen 2012 und 2016 gewesen sein. Von der lieben Trash Tasmani hier auf YouTube, falls euch der Name irgendwas sagt. Ein paar von euch sagt er bestimmt was. Ehemalige Let's Playerin. Und durch meine Zusammenarbeit mit Playmassive damals, oder meine Mitarbeit bei Playmassive, so rum, sonst klingt es, als hätte ich kooperiert, aber ich habe da ja Mitartikel geschrieben, habe ich sie damals kennengelernt und wir haben uns über Bücher und so weiter unterhalten. Und da hat sie gesagt, ihre Lieblingsreihe wäre diese Tintenherz-Reihe. Daraufhin habe ich mir die Reihe besorgt und habe sie mir komplett durchgelesen und ich bin ihr verfallen. Und als ich jetzt, gefühlt 7 Jahre später müssten es ja dann sein, oder noch mehr sogar, vielleicht sogar 10 Jahre später, ich erinnere mich ja nicht mehr ganz genau daran, habe ich vor ein paar Monaten gesehen, es soll ein 4. Teil der Reihe rauskommen. Was zur Hölle? Und da habe ich das sofort vorbestellt gehabt und ich bin so gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Ich habe ein bisschen Angst vor Ausschlachtung, dass was so ein schönes Ende, was so ein Ende gefunden hat im 3. Teil, ich will jetzt halt niemanden spoilern für irgendwas, dass es hier eventuell nochmal aufgegriffen wird und dann, ihr wisst ja, was Ausschlachtung manchmal mit sich bringt. Brauchten wir einen 54. Fast and the Furious Teil? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber das ist halt eines der Beispiele, wo Ausschlachtung, finde ich, stattfindet. Und egal. Hat jeder einen anderen Geschmack. Das hier ist auf jeden Fall mein Geschmack. Falls ihr Bock habt, könnt ihr das ja auch mal eine Runde mitlesen. Ich bin super gespannt darauf und kann es kaum erwarten, hier mal loszulegen. Und ich liebte schon damals bei den ersten 3 Teilen die Aufmachung mit diesen Buchstaben. Das hat auch einen Namen, den ich jetzt aber allerdings leider vergessen habe. Ja, das wollte ich euch zeigen. Ich wollte euch gerne noch unsere Einkaufsausbeute zeigen, die so hauptsächlich dekorativer Natur war. Und zwar, apropos Natur, dieser Strohring, nenne ich jetzt mal das Ding, den werde ich noch dekorieren mit verschiedenen Blättern und sowas. Da oben ist dann auch noch der Pflanzdraht dafür, oder Pflanzendraht, keine Ahnung, Eicheln, Kastanien, all solche Sachen vielleicht noch mit Kienzapfen und so darunter rumzubinden und einen schönen großen herbstlichen Kranz zu gestalten, den wir dann vorne an die Tür hängen. Zeigen wir euch dann alles, wenn es soweit ist. 2 Euro das Dingens. Falls ihr euch sagt, das hätte man aber auch selber machen können. Ja, hätte man. Oder ich gebe 2 Euro aus. Genau. So wie Arthur das gesagt hat mit dem und Carrie, kennt ihr das von... nein, wie heißt denn diese Serie? Verdammt nochmal, ich hab's vergessen. King of Queens, genau. Wo Arthur gesagt hat, es wäre viel einfacher, den Pfeffer zu besorgen und ihn dann selber zu mahlen und sowas. Und Carrie hat gesagt, oder ich kaufe ihn für 99 Cent. Genau. Gehen wir aber weiter bei der Sache. Hier haben wir noch Gartendeko. Einmal ein Maulwurf mit einem kleinen Hackebeilchen oder einer Hacke besser gesagt. Und eine Libelle, die eine Nisthöhle ist. Ich finde die so cool, die kann man dann entsprechend anhängen, die fliegt dann rum. Und ist eine kleine glotzäugige Nisthöhle. Mag ich sehr gern. Und den kleinen Maulwurf. Ich habe gerade überlegt, macht man den unten drunter dann bei den Vögelchen? Ich weiß es noch nicht. Wir gucken mal, wo wir den hinbauen. Aber ich finde die beiden auf jeden Fall super cool. Dazugehörig ist hier der kleine Kumpel. Die wackeln übrigens alle mit den Füßen, wenn man sie antippt oder der Wind durchgehen würde oder sonst was. Aber diesen kleinen Kohlkopfkollegen habe ich eigentlich überlegt, in die Küche hineinzustellen. Also nicht draußen ins Beet, obwohl es vielleicht auch ganz cool wäre. Ich weiß noch nicht. Ich habe Angst, dass sie rosten, die ganzen Sachen, und dann kaputt gehen oder sowas. Die Nisthöhle muss natürlich trotzdem draußen sein.
Aber naja, mal sehen, was ich mit dem Kohlkopf mache. Ich habe den auf jeden Fall gesehen und habe mich sofort verliebt in das Teil. Vielleicht könnt ihr es verstehen. Dann, den haben meine Eltern spendiert, diesen kleinen dicken Spatz. Den werde ich gleich hier in der Küche noch, weil die Küche entsprechend grün ist, am Fenster wahrscheinlich mit den Blumentöpfen zusammen dekorieren. Der sitzt dann, der ist auch ein bisschen flauschig, sieht man vielleicht so von der Struktur her. Den gibt es. Dann, ich weiß, wir haben noch nicht mal Halloween gehabt, aber man muss ja vorsorgen, ne? Und da haben wir vorgesorgt, indem wir diese Topfhandschuhe und Topflappen in entsprechender weihnachtlicher Optik besorgt haben. Ja, damit wir die Plätzchen auch vernünftig aus dem Herd holen können, nicht wahr? Apropos Plätzchen, weiter geht's zu dem Zitronenplätzchentee. Konnte ich nicht stehen lassen. Also Christians Lieblingsgebäck ist ja generell Zitronenkuchen, neben Marmorkuchen und sowas. Oder Zitronengebäck. Und dann dachte ich, das ist zum einen das perfekte Ding und ich will es natürlich auch kosten, ne? Dann geht es weiter, wenn wir noch bei Weihnachten sind. Fangen wir mal mit dem rechten Kollegen an. Schaut euch mal an, wie toll der aussieht. Ein kleiner Lebkuchenmann. Ich habe gedacht, weil oben so ein Gewinde drauf ist, kann ich eventuell von unserem Seifenspender das Gewinde abmachen. Also nicht das Gewinde, sondern das oben drauf, ihr wisst schon. Und ihm das draufschrauben und dann haben wir einen coolen weihnachtlichen Seifenspender. Falls nicht, haben wir ein cooles weihnachtliches Trinkgefäß. Ich liebe ihn. Ich finde ihn wunderschön. Aus Glas übrigens, ne? Kein Plaster oder so. Und dann hier das Objekt der Begierde. Die weihnachtliche Keksdose. Ich muss mich hier am Stuhl vorbeidrängeln, mit Lebkuchenhausoptik. Ich habe das gesehen, ich habe mich verliebt, das musste unbedingt mit. 12 Euro war das gute Stück. Jeden Euro wert, finde ich persönlich. Bei den anderen Sachen weiß ich gar nicht mehr die Preise so ganz genau. Die hier waren alle 3 und 4 Euro. Er hier ebenso. Der Kranz, wie schon gesagt, Runde 2. Oh je, die beiden weiß ich nicht mehr. Und der Kollege hier, der war, glaube ich, auch 4 Euro. Ja, und Tee, keine Ahnung, 2, 3 Euro wahrscheinlich. Und der Blumenwickeldraht, weiß ich auch nicht mehr, war aber auf jeden Fall auch so in dem kleinen günstigen Bereich. Ja, das ist die Ausbeute von dem kleinen Einkauf. Schon mal vorbeugend für Weihnachten und ein bisschen Deko. Da haben wir wieder ein paar neue Bewohner. Morgen, ja, heute ist der OP-Tag. Ich bin jetzt schon ein bisschen wach. Ich habe gerade eben nochmal unser Wohnzimmer maßstabsgetreu gezeichnet und da gleichzeitig auch das Sofa und den Sessel, den wir gekauft haben und so maßstabsgetreu reingezeichnet und verschiedene Varianten für die Raumteilung gemacht. Das kann ich euch dann vielleicht später mal zeigen. Ja, jetzt wollte ich auf jeden Fall erstmal unter die Dusche springen. Ich habe ja in 3 Stunden den Zahnarzttermin. Ich würde jetzt ganz gerne halt duschen. Dann fahre ich wahrscheinlich dann direkt noch einmal zum Arbeitsamt und gucke, wie weit die jetzt so langsam mit meinem Antrag sind, weil sich da irgendwie nichts tut. Und ja, dann würde ich mit dem Zweig von der Hecke einmal zur Gärtnerei fahren, fragen, was das für ein Baum ist oder ein Strauch und ob man den zurückschneiden kann, ob man den sag ich mal, generell umpflanzen kann oder ob das eigentlich keine gute Idee ist. Wahrscheinlich versuche ich dann mal bei der Gelegenheit noch eine Hagebutte zu kaufen, weil wir wollen eine haben, damit wir halt auch Hagebutten ernten können, dann in ein paar Jährchen. Ja, und ich denke mal, dann ist schon ungefähr Zeit, dann kann ich zum Zahnarzt fahren, dann bin ich vielleicht eine halbe Stunde vorher da oder ein Stündchen, ist ja auch egal. Setze ich mich halt schon mal ins Wartezimmer und dann wollen wir mal gucken, wie das dann heute wird. Ja, gut, ich hau mich jetzt erstmal unter die Dusche und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich weiß nicht, ob man so ein bisschen erkennen kann, hier vorne und auf dem Dach vom Vogelhäuschen und ein bisschen den Rasen. Heute Nacht gab es den ersten Frost. Wir hatten -2 Grad draußen. Deswegen habe ich ja gestern, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe, noch die Hasen reingeholt. Die sind jetzt bei Minka. Haben auch dort jetzt eine Kamera, weil wir ja noch die eine übrig hatten, die ich noch nicht aufgebaut habe. Ja, dann kann Sarah halt auch immer gucken, wenn wir unterwegs sind, wie es Minka und den Hasen geht. Ja, der erste Frost, liebe Leute. Deswegen sind seit gestern auch die Heizungen im Haus an. Auch wenn ich da ganz schön mit mir gehadert habe.
So Leute, die ersten Stationen sind erledigt. Ich war bei der Arbeitsagentur, habe das dort geklärt und bin dann im Anschluss daran zur Gärtnerei gefahren. Wir wollten ja wissen, was diese Hecke für ein Gehölz ist, wie man das behandeln kann und ob das so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ja, die haben dort ein bisschen rumgefragt, haben dann im Endeffekt ihren Meister dort gefragt und der sagte, ja, das ist eine Spirea. Eine Spirea, die gibt es in verschiedenen Ausführungen, einmal so mit Plattenblüten und einmal mit hochständigen Blüten. Und ja, wir haben die mit den hochständigen Blüten. Das Umpflanzen, Zurückschneiden, Teilen etc. pp. ist kein Problem. Das Zeug, sagte sie, das ist wie Unkraut. Also das ist nicht tot zu kriegen. Also ja, heißt das für uns, wir können es zurückschneiden, wir können es beim Ausbuddeln sogar teilen, können dann dementsprechend sogar mehr Heckenlänge bekommen. Ja, und ich muss sagen, das sind gute Nachrichten. Ja. Bei der Gelegenheit habe ich auch direkt eine Orchidee gekauft für den Geburtstag am Samstag und ich war jetzt gerade auch noch mal einkaufen. Ja, und das ist jetzt 10 nach 10. Um 11 habe ich den Termin beim Zahnarzt. Ich werde jetzt wahrscheinlich ganz bequem dann in die Stadt fahren und mir in Ruhe einen Parkplatz suchen und dann ganz gechillt dorthin gehen und dann ist es wahrscheinlich dann um 12. Und dann setze ich mich dort ins Badezimmer und dann gucken wir einfach mal, wann ich drankomme. Weil meistens, wenn man dann um 11 kommt, ist man ja auch nicht um 11 dran. Das heißt, ich mag schauen, wie es funktioniert. Ja. Ich hoffe, das wird nicht so eine große Nummer. Ich habe mir noch ein bisschen was überlegt diese Woche. Ich würde ganz gerne die Hecke halt noch zurückschneiden. Das eventuell schon anfangen zumindest. Und dann habe ich mir gedacht, dann ja, die Tür müsste jetzt mal nötig. Die Tür zum Flur hinten. Dort ist keine Heizung. Und der Bereich ist generell ein bisschen kälter, weil der ja auch kein Fenster hat und so. Und ja, dann würde ich gerne von unserem normalen Hausflur, den Bereich nach hinten, würde ich halt gerne noch eine Tür haben zusätzlich, damit man den Raum halt nicht noch dann mitheizt. Ich weiß auch gar nicht, ob die Heizungen jetzt anbleiben oder halt nicht. Das müssen wir dann mal schauen. Ja, das würde ich ganz gerne eventuell machen. Vielleicht die Badtür dann noch mit aufarbeiten. Naja, aber wir müssen sehen. Wie gesagt, ich habe jetzt gleich erstmal diesen Weisheitszahn, der raus muss. Oder die Weisheitszähne, die raus müssen. Und ja, ich weiß halt nicht, wie ich danach dann drauf bin. Ich habe mir deswegen auch extra ein bisschen Kartoffelpüree geholt, weil ich habe heute noch nichts gegessen. Und ich werde ja dann heute im Laufe des Tages irgendwann mal was essen müssen. Und ja, da weiß ich halt nicht, kann ich überhaupt irgendwas essen oder halt nur Brei oder irgendwie was. Ja, wir schauen einfach mal, wie es wird. Ich fahre jetzt erstmal los und wir sehen uns dann später, liebe Leute. So Leute, vielleicht noch ganz kurz. Das hier ist die Orchidee. Falls ich es nachher mal vergesse, im Haus zu filmen oder generell und ich es dann euch nicht mehr zeigen kann. Das ist eine gelbe Orchidee, wie ihr seht, mit so ein bisschen rosa drin. Die ist relativ gut gewachsen. Ich habe gesagt, das ist ja ein passionierter Orchideensammler und ich würde jetzt nicht, weil überall, wo man kommt, sind die halt immer rosa und so. Ich würde halt gerne ein bisschen was Besonderes und auch dann, ne? Und dann hatten wir die halt ausgesucht, weil die auch noch relativ viele Knospen hat und dann demnächst noch blüht. Also ja, ich denke, da kann man ganz zufrieden sein. Ich weiß nicht, ob Christian euch das schon gezeigt hat, aber wir haben in der letzten Zeit immer wieder kleine Vogelbesucher, die zum einen dort oben hingehen und Christian hat gemeint, vielleicht Spinnen wegschnappern oder irgendwie sowas. Und sie holen hier die Glaswolle raus aus dem Loch und bauen sich damit, keine Ahnung, ein Nest oder so. Meine Mutter hat zwar gesagt, dass jetzt um die Zeit keine Nester mehr gebaut werden, aber was sollen sie sonst damit machen? Ich habe keine Ahnung, sie essen es doch hoffentlich nicht, ich weiß nicht. Witzigerweise haben raus aufs Land, oh Gott, letzte Woche ein Video gemacht, wo sie auch ein Vogelnest gefunden haben, was ausgestopft war mit dieser Glaswolle. Deswegen bin ich unter anderem auch darauf gekommen, dass es daran liegen könnte. Ja, liebe Leute, und ich bin jetzt zum einen hier draußen mit meinem Vogelfutter ausgerüstet und wir füttern jetzt mal die Vögelchen. Ich wollte eigentlich sehr gerne auch die Nisthöhlenlibelle und den Maulwurf hier irgendwo noch platzieren oder nicht hier vorne, sondern vielleicht irgendwo in einer Pflanze, am Beet oder einer Baumscheibe oder sonst irgendwas. Aber mir wurde von allen Seiten gesagt, jetzt nicht mehr metallische Dekoration nach draußen stellen, weil die sonst kaputt geht.
Ja, und deswegen machen wir das nicht. Aber Vögel wollen trotzdem was essen. Guckt mal, alles ratzefatze kahl. Dort der kleine Meisenknödelbehälter. Hier ist noch eine drin. Aber da ist genauso leer. Und hier, ja, nahezu leer, wenn man da oben so ein bisschen reinschaut. Deshalb ist jetzt my time to shine. Ich fülle das wieder auf und mache mich beliebt bei den Vögelchen. So, Job erledigt für hier vorn. Häuschen sind gefüllt. Bommelhalter sind ebenso voll. Bis oben hin. Auch hier drüben das alte Netz wieder neu bespannt. Und genau, die Häuschen sind mit Kernchen gefüllt. Das Blöde ist halt immer nur, bei dem Haus dort hinten oben komme ich nicht ran, weil, vielleicht seht ihr das hier unten, das ist außerhalb des Beetes. Hier bin ich auf so einer Stufe oben, ne? Kann man so vielleicht ein bisschen erkennen. Dadurch komme ich an den ganzen Kram hier halt ran. Oh, es fokussiert nicht. Jetzt. Da komme ich an diesen ganzen Kram ran, aber das dort hinten ist halt zu weit weg, als dass ich hier mich durchdrängeln könnte. Und wenn ich mich durchdränge, das habe ich schon probiert, beziehungsweise davon auf der Kante stehe, dann komme ich da oben trotzdem nicht ran. Das ist einfach zu hoch. Deswegen, das ist quasi ein Fake-Haus ohne Futter. Und ich muss hier mal wieder ein paar kleine Kienzapfen sammeln und die rankleben. Die haben das nicht überlebt. Da haben ein paar Vögelchen anscheinend dran gehangen und weggekickt oder so, keine Ahnung. Gut, vorne erledigt. Jetzt gehen wir in den Hintergarten und machen das gleiche dort nochmal. So, und hinten auch erledigt. Ich glaube, der fokussiert auf den Hintergrund, oder? Sieht zumindest so aus. Keine Ahnung, machen wir weiter. Hier habe ich ein Bällchen angehangen, hier wieder das Futti drin. In der Sonnenblume sind noch ein paar Körner drin, deswegen habe ich die noch gelassen. Da drüben ist auch Körnerfutter drin und vielleicht seht ihr es dazwischen baumeln zwischen dem Topinambur. Da ist auch... Was? Ich kriege einen Anruf, witzigerweise von Christian jetzt gerade. Da ist auf jeden Fall auch Vogelfutter drin. Bis später. Seht ihr da? Miau. Im Fenster oder spiegelt sich das zu sehr? Vielleicht seht ihr es. Das ist eine Miau die ganze Zeit. Weil ich bin nämlich hier gerade am Busch. Ich habe hier hinten die Vögel gefüttert, habe ich euch ja gerade gezeigt. Und ich wollte hier noch ein paar Physalis ernten. Schaut mal, wie viele hier schon wieder dran sind. Da oben sind ein paar Lampions. Hier habe ich welche entdeckt. Ja, und die sammle ich jetzt alle ein. Und die können wir dann entweder heute noch snacken. Mal gucken, wie spät es ist. Ob das nicht vielleicht sogar schon zu spät ist für heute. Ansonsten schmeißen wir uns die morgen auf das Frühstück oder auf den Frühstücksjoghurt. Oder wie auch immer. Ich ernte jetzt. Oh nein. Minka. Minka. Ah, sie hat gerade so schön zu mir rausgeguckt. Ich dachte, ich kann euch ein gutes Bild erhaschen. Minka. Naja. Wir gehen ja gleich zu ihr rein. Ich war bloß noch am Ernten und ich dachte, ich kann euch ein schönes Bild zeigen. Na gut. Schaut mal, was hier Schönes bei unserem Misthaufen wächst. Also es ist ja nicht unser richtiger Misthaufen. Es ist mehr der Vorbesitzer. Vielleicht machen wir in Zukunft hier wieder einen hin. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall wächst hier eine wilde Malve, müsste das sein. Guckt euch mal die intensive Farbe an. Schön, oder? Nicht gepflanzt. Ganz von selbst gewachsen. Wie unser Topinambur. Von da hinten komme ich gerade und stolziere an unserer Baumscheibe vorbei, die sich auch selber beblümt hat. Und guckt mal, was wir haben. Klitzekleine Pilze. Und da drin ist auch noch einer. Süß. Das ist meine Physalis-Ausbeute. Ich habe das in diesen Meisenknödel-Topfdeckel quasi reingemacht, damit ich es ein bisschen besser tragen kann. Weil es zu viele waren, um sie in meinen Händen zu tragen. Ich kann heute nicht richtig reden. Ja, sieht doch ganz gut aus, oder? Zumindest für 2 Leute. Und dafür, dass wir alle paar Tage so eine Menge ernten, schon lecker. Hier wollte ich mir jetzt auch mal das Werk von Christian und meinem Vater angucken. Nämlich den Abriss dieser ganzen Schuppen, Verschläge, wie auch immer man das nennen möchte. Ich glaube, vor Ewigkeiten habe ich euch im Vlog mal gezeigt gehabt, wie das alles hier aussah. Vorher. Hier ist noch das Tor. Und hier sind noch die entsprechenden Gitter. Da geht es rein zur Werkstatt. Beziehungsweise da, durch diese Tür. Und falls ihr euch noch erinnert, hier vorne standen vorher die Mülltonnen. Und dahinter waren diese Verschläge, sodass man die Büsche, so wie man sie jetzt sieht, überhaupt nicht sehen konnte. Das sind übrigens Spiersträuche. Oder Silberspiere, glaube ich, sagt man auch. Und ein Ahrenbaum, der schon ein bisschen größer geworden ist. Und Christian möchte die versetzen,
War auch heute in der Gärtnerei, um das abzuchecken, aber das erzählt er euch bestimmt alles separat. Das brauche ich euch jetzt hier nicht sagen. Und auf jeden Fall sind diese ganzen Verschläge, natürlich fahren jetzt ganz viele Autos lang, aber ich hoffe, ihr hört mich trotzdem, sind diese ganzen Verschläge mit Dächern und allem drum und dran, was auch voller Gerümpel und Müll war, weg. Einfach weggezaubert. Und hier eben so ein Teil davon schon weg. Hier soll das ja dann alles entsprechend mit Garten ausgefüllt werden, mit Beeten und so weiter. Deswegen sollten die Sträucher ja versetzt werden, damit man hier zum Beispiel einen Kartoffelacker hinmachen kann. Aber mal sehen, wie wir das Ganze dann gestalten. So schönes Wetter heute, eigentlich viel zu schade, um sich die Zähne ziehen zu lassen. Aber kalt. Wie gesagt, wir hatten heute Nacht den ersten Frost. Ich hoffe, der Wind stört jetzt nicht zu sehr. So, ja, liebe Leute, ich bin wieder zu Hause. Zahnarzttermin liegt hinter mir. Aktuell wirkt die Betäubung noch. Also aktuell geht es mir gut, außer halt, ja, ich weiß nicht, vielleicht Triggerwarnung. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, außer dass ich vielleicht jetzt, wo ich den Tupfer rauskomme, ich habe jetzt halt noch Blut im Mund und alles, das läuft halt noch so ein bisschen vor sich hin. Und generell, ja, ist es relativ gut gelaufen, sag ich mal. Er hat mit der groben Zange angesetzt, hat es ein bisschen angelockert und hat es dann, ja, beim zweiten Mal kräftig ziehen, hat es dann, ja, geknirscht, geknackt und dann ist er rausgekommen. Im Stück. Ja, naja, auf jeden Fall ist das jetzt schon mal geschafft. Ich bin diese Sorge auf jeden Fall vor Weihnachten los. Jetzt, das Einzige, wo ich jetzt halt noch so ein bisschen dran denke, ist, ja, wie wird es nachher sein, wenn die Betäubung nachlässt? Das muss ich jetzt halt einfach mal abwarten. Das wird jetzt wahrscheinlich ein Stündchen noch dauern, vielleicht 1,5. Dann lässt die Betäubung ja Gott sei Dank langsam nach und dann bin ich mal gespannt, wie es sich dann anfühlt. Und ja, und dann werde ich wahrscheinlich auch mal versuchen, irgendwas zu essen. Ich habe ja so ein paar Kleinigkeiten, so weiche Sachen, sage ich mal, habe ich ja besorgt, habe ich euch, glaube ich, auch schon gesagt. Ja, müssen wir dann mal schauen, wie es läuft. Soweit erstmal das kleine Update und ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann später. Morgen, liebe Leute, herzlich willkommen am Donnerstag. Ja, die erste Nacht nach der Zahn-OP ist überstanden. Ich habe es erstaunlich gut weggesteckt, muss ich sagen. Ich hatte gestern Nachmittag ja noch mal einmal eine kurze Schmerztablette genommen. Nicht, weil es jetzt extrem viel geschmerzt hat oder so, aber weil es halt so ein bisschen präsent war und weil der Doc ja auch meinte, dass Ibuprofen dort dann entzündungshemmend und abschwellend wirkt, was dann auch die Gesamtsituation so ein bisschen, ja, sage ich mal, angenehmer für mich macht. Na, die Nacht habe ich durchgeschlafen, also ich hatte keine Beschwerden, ich habe heute auch keine Beschwerden. Ja, was heißt gar keine Beschwerden? Also ich darf jetzt noch nichts Festes essen, das ist immer ein bisschen doof. Ich habe gestern und heute nur Kartoffelbrei gegessen, praktisch, und nichts anderes. Das wird aber heute auch noch den ganzen Tag so bleiben. Ab morgen könnte man dann mal, morgen, vielleicht übermorgen, mal versuchen von Suppe und Kartoffelbrei und sowas halt rüber zu gehen, wieder auf feste Nahrung. Ich habe auch gedacht, so, ja, vielleicht kann man sich heute noch eine Kürbissuppe machen, aber wir müssen mal schauen, wie wir das zeitig schaffen. Also ich selber habe mir jetzt vorgenommen, dadurch, dass es mir jetzt gut geht. Ich muss zwar aufpassen, auch Staubmaske generell sowieso tragen, aber ein bisschen aufpassen beim Arbeiten, dass ich nicht so über Kopf arbeite und dass ich auch beim Schleifen gleich, also ihr habt schon erraten, wir werden gleich hier vorne die Tür aufarbeiten für das Bad oben. Und ja, mal schauen, wie weit wir kommen. Das heißt, ich werde die wahrscheinlich, ich habe erst ursprünglich gedacht, wir schleifen die komplett ab. Und dann gucken wir mal, wie sich das hier so, ja, wie es da drunter aussieht. Und haben die vielleicht Naturfarben oder so. Aber
Mal schauen hier. Man sieht hier auch durch den Transport oder durch die ewige Umlagerung ist jetzt tatsächlich hier auf der einen Seite auch noch eine Scheibe kaputt gegangen. Da müssen wir hier auf jeden Fall nachher den Kit rausmachen. Und ein passendes Glas habe ich nicht mehr. Also was genau so aussieht. Das heißt, wir müssen alle 3 rausmachen. Und dann muss ich dort 3 neue Gläser einkitten. Ja, aber das kriegen wir schon hin. Ich denke, das Ganze werde ich dann für euch auch ein bisschen filmen. Und wir schauen einfach mal, wie weit das heute geht. Ich meine, es kann auch genauso gut sein, dass dann gleich, während ich ein bisschen was mache, plötzlich doch noch Schmerzen kommen oder so. Aber ich denke mal nicht. Also die Schwellung ist auch schon deutlich zurückgegangen. Und es fühlt sich auch, ja, ich kann den Kiefer bis hierhin, sage ich mal, aufmache, dann merke ich so ein bisschen so, wie es dann spannt und zieht. Aber ja, es ist alles nicht der Rede wert. Also das hat er echt gut hinbekommen, der Arzt. Das kennt man schon schlimmer. Ja. Hier habt ihr vielleicht gerade auch im Hintergrund gesehen, wir haben jetzt einen neuen Strauch. Den haben wir von der Nachbarin geerbt, sage ich mal. Das ist ein Ableger, der, ja, was ist es denn jetzt? Ich glaube, ein Enzian ist es. Also, so wie in dem Lied von Heino. Wenn ihr mal sehen wollt, wie blau ein Enzian blüht, dann ist es meiner Meinung nach eher lila. Aber naja. Ach, Leute. Auf jeden Fall werden wir das heute machen. Weil das ist vielleicht auch ganz cool, wenn dann dort eine Toilette wieder, also eine Toilettentür wieder da ist, dass man halt den Raum auch dann mal hinter sich komplett zumachen kann. So auch für Gäste dann. Und ja, generell vielleicht auch mal gucken, die zweite Tür, die wir noch aufarbeiten müssen, die ist ja zu den Heizungsverschlägen hinten. Die muss ja nur von einer Seite aufgearbeitet werden. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich beide heute in eins mitmache. Ich muss halt nur schauen, wie es halt gesundheitlich dann heute so klappt. Ja, gerade wird der Müll abgeholt. Da seht ihr es. Und es ist super regnerisch. Also man sieht es auf dem Bild jetzt vielleicht oder auf der Kamera vielleicht nicht so gut. Aber es ist super regnerisch. Es gießt Bindfäden. Vielleicht dort in der Pfütze sieht man es. Und es scheint auch generell nicht aufhören zu wollen heute. Ich habe für morgen und so habe ich noch nicht geguckt. Aber bei so viel Regen, ich denke, da werde ich noch 1-2 Tage warten mit Sträucher schneiden. Auch wenn wir jetzt wissen, was es für ein Strauch ist und wie wir damit zurande gehen können. Na, gut, liebe Leute, ich würde sagen, erstmal hier dieses Gelumpe noch umpacken. Dann legen wir uns die Tür dorthin. Und ja, dann fangen wir mal an. Aufrauen, Kit rausspachteln, dann Glasscheiben rausnehmen und dann werden wir uns... jetzt ist die Tür zugeweht, wir haben Hausgeister. Ich habe in die Kamera geguckt, also wenn ihr irgendjemanden gesehen habt. Nein. Ja, und dann werden wir mal gucken, wie das so funktioniert. Ja, und dann nachher, ja, wahrscheinlich dann kitten. Wenn ich es kitte, muss ich es auch erstmal hart werden lassen und das dauert eine ganze Weile. Also ich muss mal gucken, also ich muss es auf jeden Fall kitten. Was meine Überlegung war jetzt, ob man es vielleicht tatsächlich runterschleift, bis es blankes Holz ist und dann kittet und dann erstmal oben einbaut und das dann erstmal so eine Weile jetzt so lässt, bis man halt irgendwann mal sagt, wir streichen drüber oder so. Muss ich mal schauen, liebe Leute. Ich weiß es noch nicht so genau. Wir gucken gleich mal, wie das Ganze so insgesamt läuft. Also bis dann. Ciao, ciao.
So, der alte Leinöl-Kit ist jetzt raus, zusammen mit den Glasscheiben. Ich habe es leider nicht geschafft, die Glasscheiben heil rauszukriegen. Also die eine war ja sowieso schon kaputt, aber die anderen beiden hätte ich gerne heil rausgenommen. Die waren aber so stramm geschnitten und in diesen Holzrahmen eingesetzt. Das ist eigentlich so, ja, nicht ganz so üblich, wenn man es einkittet. Hat natürlich bei einmal Einkitten, sage ich mal, keine negativen Auswirkungen. Aber wenn man jetzt die Glasscheibe da rausnehmen möchte, heil und wieder neu einkitten möchte, muss man das natürlich ein bisschen anders machen. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt raus. Ich habe auch schon eine passende Glasscheibe geholt, sage ich mal, aus unseren Renovierungsrestbeständen. Die werden wir uns dann zurechtschneiden und dann werden wir das Ganze wieder neu einkitten. Aber ja, jetzt zuallererst ist es erstmal wichtig, dass wir die ganze Tür einmal abschleifen. Das alte Schloss ausbauen, die alte Türklinke ausbauen und ja, dann einfach mal komplett drüber schleifen, mal gucken, wie es aussieht. Ja, wenn es einigermaßen easy runtergeht, vielleicht sogar komplett runterschleifen. Aber das entscheide ich dann spontan. Ja, hier ist übrigens, falls sich jemand gefragt hat, was für Dinger ich dort rauspule, das ist auch zum Verglasen von Fenstern. Ich hoffe, man sieht so ein bisschen. Das sind so kleine Metall-Bleirauten, Blechrauten. Die werden dann direkt frisch beim Verglasen. Praktisch, man zieht so eine dünne Wurst, setzt die Scheibe auf, dann wird die Scheibe mit diesen kleinen Blechen im Holzrahmen fixiert und dann zieht man das von oben nochmal glatt, sodass sich die obere und untere Kittschicht miteinander verbinden und zusätzlich noch diese Halterungen eingebaut sind. Deswegen ist es auch nicht so wichtig, dass es so stramm drin sitzt, dass man es nicht rauskriegt, so wie die das jetzt hier gemacht haben, sondern es hält ja durch den Kit und durch die eingeschlagenen, ja, ich musste mal den Fachbegriff googeln, vielleicht blende ich ihn hier ein, wenn es überhaupt einen gibt. Naja, auf jeden Fall werden wir das jetzt erstmal machen. Bis später. Ach so, und bevor ich es ganz vergesse, wenn ihr auch solche Fenster habt, die ihr neu einkitten wollt, wo der alte Kit vielleicht beschädigt ist, achtet ein bisschen drauf, aus was für einem Baujahr die Fenster sind. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was das für ein Kit ist, dann würde ich den vorher mal testen, weil es ist auch eine Zeit lang richtig üblich gewesen, also asbesthaltigen Kit zu verwenden. Und ja, ihr wollt ja eure Gesundheit nicht schädigen. Dementsprechend passt da mal ein bisschen auf. Also ich weiß jetzt den zeitlichen Rahmen nicht, in dem diese asbesthaltigen Kitte verwendet wurden, aber ich denke mal alles, was so in den 60er, 70er, ja ich denke so 70er Jahre kann man schon ziemlich als Anhaltspunkt nehmen, neu eingekittet wurde und von dem ihr nicht wisst 100%, ob es jetzt Leinöl-Kit ist oder irgendwie ein anderer Kit, dann seid da bitte vorsichtig. Das könnte sein, dass dieser Kit Asbest enthält. Nur so mal als Information.
So, kleine Mittagspause ist vorbei. Ja, da herrscht wieder absolutes Chaos, weil ich gerade eben schon die Malutensilien zurechtgesucht habe. Und ja, bei der Gelegenheit habe ich dann auch die zweite Tür direkt mal runtergeholt. Das ist die Tür, die vom Hauptflur hinten in den, ja, wo damals mal die Toiletten waren, Richtung Heizungsraum halt, die wir halt zumachen wollen, weil das dort nicht geheizt wird. Und ja, die muss praktisch nur von dieser Seite aufgearbeitet werden. Von der anderen Seite bleibt die halt in der Holzoptik, wie sie ist. Und von der Seite machen wir dann auch so einen Rahmen, der dann austapeziert werden kann drauf. Aber dafür müssen wir erstmal alles abschleifen und ja, dann die Leisten kleben, warten, bis es trocken ist und dann neu lackieren. Ja, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ja, liebe Leute, vielleicht noch mal kurz ein, zwei Sachen zur Arbeit mit alter Bausubstanz, die weiß gestrichen ist und alten Türen etc. pp, Möbeln, Balken, wie auch immer. Ihr müsst ein bisschen aufpassen bei solchen Geschichten, denn bei der weißen Farbe kann es sich mitunter auch um Bleiweiß handeln und Bleiweiß ja, ist eine sehr giftige Farbe. Wenn man jetzt anfängt, die abzuschleifen und die Schleifstäube, sage ich mal, einatmet oder generell die Schleimhäute mit den Schleifstäuben in Kontakt kommen, kann das ja je nach Intensität zu schwerwiegenden Vergiftungen kommen, die halt ja ähnlich einer Bleivergiftung sind. Also, es ist ja im Prinzip nichts anderes wie Blei, was irgendwie durch einen Essigprozess in irgendeiner Art und Weise dann halt diese Farbe bekommt. Und ja, das Zeug ist halt schon ewig verboten. Keine Ahnung, bestimmt schon seit 1900, also am Anfang 1900, 1910, 1920 um den Dreh. Aber es wurde halt auch noch relativ lange verkauft und produziert tatsächlich. Und je nachdem, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann setzt auf jeden Fall eine Staubmaske auf und schleift nicht in Innenräumen, wo ihr euch halt später nochmal aufhaltet. Hier draußen in der Scheune ist es jetzt ja, vollkommen egal, sage ich mal in dem Sinne. Hier ist es gut belüftet. Hier ist regelmäßig absolute Durcharbeitung, was Stäube angeht. Und ja, also in Wohnräumen will man es nicht unbedingt haben, dass man jedes Mal diesen Staub dann, der kann ja dann ewige Zeiten dort sein und jedes Mal wieder aufgewirbelt werden und man atmet es dann ein und wird dann krank und weiß im Endeffekt nicht, warum. Ja, das ist jetzt ja, irgendwie so ein Thema, wo ich jetzt gerade drauf gekommen bin, weil ja, wir haben ja schon über den Kit geredet, jetzt haben wir über die Farbe geredet. Vielleicht einfach nochmal dazu ganz abschließend, ja, seid immer vorsichtig, was Materialien und so weiter angeht, auch moderne Materialien. Man hat auch viele, viele Jahre gedacht, Asbest ist das Wundermittel, was es auch mitunter wäre, wenn die Fasern in der Lunge nicht so eine fürchterliche gesundheitliche Katastrophe auslösen würden. Ne? Also rein baulich, rein bauphysikalisch ist Asbest einer der nach wie vor besten Baustoffe, die es gibt. Naja, aber dadurch halt, dass halt bei Bruch, bei Abreibung, bei Abrieb, bei mechanischer Belastung oder halt auch je nachdem, was für ein Asbest, es gibt ja auch feingebundenen Asbest, der in halt Heizspeicheröfen drin war und so weiter. Das will man halt nicht einatmen und das Ähnliche gilt natürlich auch mit vielen anderen Geschichten. Ihr denkt euch dann, ich schleife jetzt hier die Tür ab und ja, da macht man sich meistens auch keine Gedanken, was ist denn das im Endeffekt, was ich da abschleife. Genau sagen kann es wahrscheinlich nur ein Experte. Deshalb ja, setzt auf jeden Fall immer einen Atemschutz auf. Am besten einen, der auch vor Gase schützt. Dann habt ihr auf jeden Fall ausgeschlossen, dass ihr den Schleifstaub von dem Bleiweiß einatmet. Und dann könnt ihr gleichzeitig auch ausschließen, es gibt ja auch viele mineralölhaltige Farben und
die werden dann mitunter bei Hitzeeinwendungen entstehen dort auch giftige Dämpfe, die sollte man auch nicht einatmen. Also generell, auch wenn ihr Abbeizer benutzt, wenn ihr Abbeizer bei sowas benutzt, zum Beispiel mit Bleiweiß, dann habt ihr nicht das Problem, dass der Staub freigesetzt wird. Aber die anderen Lösungsmittel in dem Abbeizer, die sind auch genauso gesundheitsschädlich. Also man sollte, wenn man keine Maske da hat mit Abbeizer, dann auch draußen vor der Tür, wo halt immer Wind ist und so. Und halt auch jetzt nicht stundenlang einatmen, das ganze Zeug. Ja, das wollte ich noch mal ganz kurz sagen, weil es ist mir gerade so eingefallen, wo ich hier so am Schleifen war. Naja, aber ich will jetzt auch nicht zu lange reden. Der Vlog soll ja auch nicht zu lang werden. Wir werden jetzt die Leisten aufkleben. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ich das heute noch schaffe, beide Seiten zu streichen. Die Tür zu meiner Linken, die oben ins Schlafzimmer kommt, die wird ja mit Hellelfenbein gestrichen. Und diese wird einfach in Schneeweiß gestrichen. Alles mit PU-Lack, der auch für Innenräume geeignet ist. Ja. Naja, gut, liebe Leute, ich würde sagen, gehen wir es an. Moin Moin, ja, da sind wir auch schon wieder einen Tag weiter geswitcht. Ich war jetzt gerade schon einkaufen, habe noch ein paar Sachen fürs Geburtstagsgeschenk gekauft. Also kann ja mal kurz drüber filmen. Schokoküssel und dann so ein bisschen Zuckerkram, Fondant und ja, das ist für uns. Und dann so ein paar Karten, die man dann halt dazu tun kann. Wenn man jetzt, ja, das gehört auch noch dazu, eigentlich alles. Die sind normalerweise für das Geschenk gedacht gewesen. Da sollen dann so Zuckeraugen drauf. Aber die sind relativ groß, also wie man das hier sehen kann, das ist die Originalgröße. Und ja, ich denke mal, das ist dann für die kleinen Dinger, naja, vielleicht nicht ganz so. Deswegen habe ich sicherheitshalber noch die andere Packung mitgebracht. Und ja, hier ist noch weiße Schokolade. Und das war jetzt eigentlich dafür gedacht, die Augen zu machen, weil wir erst keine Zuckeraugen hatten. Aber weil ich gerade sowieso Wasser geholt habe, habe ich nochmal geschaut und ich habe tatsächlich welche gefunden. Also die werden dann eigentlich reichen. Ja, Fondant, da wollen wir dann so kleine Partyhüte machen. Die kann man dann den
Schokoküssen aufsetzen, dann Augen aufkleben und ja, dann so ein bisschen mit bunten Streuselkram dekorieren. Und ja, dann sollen da hier noch, das fand ich witzig, diese DDR-Geldscheine, sage ich mal, noch mit rein. Ja, und dann halt die Orchidee, die wir gekauft haben. Ja, da müssen wir halt auf jeden Fall mal schauen, was wir davon jetzt benutzen. Vielleicht wird Sarah ja auch die kleinen benutzen. Ich habe schon gedacht, vielleicht kann man das auch so machen, dass man hier die weißen und die braunen halt so macht, dass es halt ja, Minka Flocke und die beiden Hasen dann sind, so in klein. Und dann praktisch das Geburtstagskind und seine Frau und halt die Schwiegereltern und wir dann als dicke Schaumküsse dann in so einer kleinen Partygesellschaft dann zusammen sind. Aber mal schauen, wie es wird. Ich denke mal, das wird Sarah dann auch so ein bisschen für euch filmen. Ja, und ich bin jetzt soweit durch mit dem ganzen Thema und wir können gleich mal rausgehen. Ich habe heute Morgen schon geguckt. Es ist schon soweit alles trocken. Wir können also gleich mal schauen, dass wir die Glasscheibe geschnitten bekommen und das Ganze dann einkitten und ja, die zweite Tür dann streichen und dann mal schauen. Es ist wahrscheinlich möglich, dass wir das dann im Laufe des Tages beide Türen mal eingehängt bekommen. Also das Tapezieren kann man dann machen, wenn die Tür schon eingehängt ist. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Ja, ach so, und bevor ich es ganz vergesse, habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie von gehört. War jetzt runtergesetzt von 8 Euro auf 3,75 Euro. Kastanienmehl. Also, ich weiß nicht, was man daraus backen kann, aber weil es glutenfrei ist und ja, vielleicht als Schmackofatz, wenn es halt gutes Mehl ist, muss ich mal Sarah dann gleich mal sagen, habe ich auf jeden Fall zum Ausprobieren mal mitgebracht. Ja, sie kann ja dann mal gucken, was man vielleicht daraus machen kann. Hier steht auf jeden Fall für Kastanienmehl verwenden wir Edelkastanien aus Europa. Die Edelkastanie war bis zum 19. Jahrhundert das Hauptnahrungsmittel der Landbevölkerung in der Bergregion Südeuropas. Die Edelkastanien werden zuerst in Rauch getrocknet und anschließend fein gemahlen. Ja, jede Charge wird nochmal kontrolliert. Und dann steht hier noch was zu Opa Eduard, der dem die Mehlmühle gehört. Das ist aber keine Werbung, sondern mir ging es halt einfach nur um dieses Kastanienmehl und was man da eventuell draus machen kann. Ja. Vielleicht aber, da das 8 Euro kostet, also 7,89 Euro, glaube ich, hat es gekostet, noch regulär. Vielleicht steht es auch drauf. Ne, es steht nicht drauf, von wann. Auf jeden Fall dachte ich, denke ich, das ist dann sowieso zu teuer, um daraus irgendwie Brot zu backen oder so. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Ja. Vielleicht kann man auch mit dem Mehl irgendwas panieren. Müssen wir dann schauen. Gut, liebe Leute, ich will gar nicht ganz so lange rumschnacken. Wir starten dann mal durch und dann mal gucken, was heute sonst noch so wird. Also ich habe heute auf jeden Fall noch vor, ein bisschen am PC was aufzunehmen. Ein Haufen Zeug. Das werdet ihr dann ja nicht sehen. Ja, und dann will ich versuchen, den Vlog noch so weit zu schneiden, dass ich zumindest am heutigen Tag angekommen bin. Und ja, morgen geht es dann zum Geburtstag, da werden wir dann mal schauen. Ich denke mal, da kann man dann auch nicht so viel filmen, aber vielleicht passiert was auf dem Weg dorthin. Müssen wir mal schauen. Gut, ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal durch und bis später. Ja, Leute, ich habe mir jetzt mal was überlegt und zwar müssen wir die Glasscheiben schneiden. Und ich habe mir gedacht, ich teste das jetzt einfach mal, und damit ich einen geraden Schnitt bekomme, mit dem Fliesenschneider. Das heißt, wir legen uns das Ganze jetzt gleich mal hier drauf und dann versuchen wir es mal damit zu schneiden. 18,5 auf 45,5. Ja. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Fuck.
Draußen ist es schon dunkel und kalt. Aber Christian und ich haben uns gerade hiermit beschäftigt. Das ist eins der Geschenke, die mein Onkel morgen kriegen wird. Der hat dann nämlich Geburtstag. Also eigentlich hat er heute Geburtstag, aber morgen fahren wir hin zum Feiern. Und wir haben eine ganze Partygemeinschaft mitgebracht. Das sind einfach kleine Schokoküsse in verschiedenen Schokoladenarten. Dann haben wir Zuckerguss gemacht. Da ist Flocke, die ist nämlich auch dabei. Dann haben wir Zuckerguss gemacht, haben den entsprechend an den Augenstellen und wo die Nase und die Schnute ist aufgetragen. Christian hat dann die Augen angeklebt und die Nasen sind so Mini-Marshmallows. Dann haben wir, wie heißt es denn, aus Fondant versucht, kleine Partyhüte zu formen. Also sie sehen, finde ich, entweder aus, als würden sie gleich zum Verein der Gartenzwerge gehen oder als wären sie ganz viele kleine magische Zauberer. Naja, aber es ist ja trotzdem eine bunte Party. Wir haben noch ein bisschen Konfetti in Anführungsstrichen in Form der kleinen Marshmallows gemacht. Und mein Onkel steht mega auf diese Schokoküsse. Deswegen haben wir das ja als Partygäste gemacht. Wir wollten eigentlich noch diese Geldscheine halt so dazu machen, aber sie passen irgendwie nicht mehr dazu. Naja, jetzt suchen wir uns gleich noch eine der Karten aus, schreiben da einen schönen Geburtstagsgruß halt rein. Dann wird der ganze Spaß noch verpackt und dann geht's morgen zur fetten Party. Wisst ihr, was wir neben einer süßen Mieze noch haben, liebe Leute? Die Privatsphäre einer Klotür. Hup, hup. Christian hat die gestern fertig gemacht, geschliffen, gestrichen und oben diese Scheiben entsprechend beschnitten, ausgeschnitten. Er hat es euch bestimmt genauer in einem längeren Video gezeigt. Und jetzt, oh, Fokus bitte, haben wir tatsächlich eine Tür, sodass wir beim Pipi auch mal alleine sein können. Oh, ist das Licht angegangen. Ob da jemand gleich durch die Tür kommt? Oh. Okay, dann es kommt niemand durch die Tür. Tada! Hallo und herzlich willkommen am sonnigen Samstag. Ja, es ist jetzt schon gleich um 1. Wir fahren jetzt gerade los. Wir sind ja heute auf den Geburtstag eingeladen. Sarah fliegt gerade weg. Und komm rein. Ja, ein bisschen was zu fahren haben wir. Stunde, 20 Minuten ungefähr, bis wir dann da sind. Ja, und dann wollen wir mal gucken, wie der Tag so wird. Ich denke mal, sehr viel Content wird heute nicht mehr kommen. Eigentlich wollten wir ja nochmal gucken, dass wir vielleicht nach Polen rüberfahren, aber wir haben jetzt getankt und so, das lohnt sich jetzt halt alles nicht. Wie ein Vogelscheuche. Ja. Ich kann alles nochmal kennen. Das ist Wind, das ist normal, wir haben Herbst. Gut, liebe Leute, wir fahren jetzt mal los und vielleicht sehen wir uns dann später nochmal. Also auf jeden Fall beim Outro. Bis dann, ciao. Achso, das ist unser Licht. Ach, man sieht den Mond. So Leute, ja, ich habe jetzt gerade den Vlog fertig geschnitten und ja, bin soweit durch mit dem ganzen Thema. Es ist ja doch erstaunlich lang geworden, muss ich sagen. Also habe ich gar nicht mit gerechnet, dass, obwohl ich dachte, dass diese Woche der Vlog eigentlich kürzer ausfällt, dass er jetzt dann eigentlich so ziemlich einer der längsten Vlogs geworden ist, die wir bis jetzt hatten.
Naja, auf jeden Fall, ja, alles erledigt. Der Geburtstag ist gut gelaufen. Hat auch Spaß gemacht. Es gab eine Menge zu essen. Und ja, jetzt, wo wir dann wieder zu Hause waren, habe ich mich dann direkt hingesetzt und habe angefangen, dann das ganze Zeug zu schneiden. Das ist jetzt auch schon ein paar Stunden her. Ja, ich würde sagen, geschafft in jeder Hinsicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen da oder ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr so ja, von der Woche haltet, wie ihr unsere neue Tür so findet. Ja, Sarahs Buchvorstellung. Vielleicht macht sie da ja mal eine kleine Review, wenn sie es dann gelesen hat. Und ja, ansonsten denke ich mal, wird es dann kommende Woche, ja, Montag vielleicht nicht. Der Montag wird wahrscheinlich komplett ausfallen. Denn Montag habe ich noch 2 Termine und ja, ich denke dann, naja, mal gucken, vielleicht kann ich zwischendurch ein paar Sträucher schneiden oder so. Ich weiß auch noch gar nicht, wie das Wetter wird. Ja, auf jeden Fall Dienstag werden wir dann endlich die Küchenschränke anhängen, werden uns dann mal kümmern, dass wir das alles so ein bisschen ja, weiter voranbringen, auch mit den Leisten kleben und so weiter und so fort, dass wir dann halt demnächst die Trennwand machen können in der Wohnstube. Ja, denn 47. KW kommt ja unser neues Sofa. Das habt ihr jetzt im Blog ja auch gesehen. Da könnt ihr übrigens auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das Sofa findet. Und ja, ich glaube, wir haben gar nicht erwähnt, welche Farbe es hat. Also es ist fliederfarben. Das, ja, wir haben ganz schön lange diskutiert und hin und her überlegt. Aber im Endeffekt haben wir uns dann dafür entschieden. Ja, wir werden dann mal an dem Tag dann mal schauen, wie es dann final aussieht. Denn dort im Laden stand es ja nun mal auch nur in Grau. Ja. Und ja, mal schauen, was dann sonst noch nächste Woche so wird. Also viel mehr liegt ja nicht an. Ich denke mal, ja, im Laufe der Woche müsste eigentlich dann irgendwann mal mein Arbeitsvertrag eintrudeln, den müsste ich dann nochmal unterschreiben. Und ja, dann liegt eigentlich nicht viel mehr an. Naja, ich bin auch schon ziemlich durch vom Kopf. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, dann seid nächste Woche wieder mit dabei. Wir wünschen euch einen tollen Start in die neue Woche. Bleibt gesund und wir sehen uns. Ciao, ciao.